Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehmen wir euch mit auf die Kanareninsel Gran Canaria. Was wir dort erlebt haben, das seht ihr in diesem Video. Bevor es losgeht, beziehen wir erstmal unser Quartier in Arinaga. Hierfür haben wir eine WhatsApp-Nachricht mit einem PIN erhalten, wo wir am Schlüsselkasten unseren Schlüssel in Empfang nehmen konnten. Jetzt zeige ich euch erstmal unser Apartment, bevor wir am nächsten Tag unsere Erkundungstour auf die Insel starten. Viel Spaß dabei! Am nächsten Tag ging es nach Maspalomas, wo die großen Dünen zu sehen sind. Wir schauen uns jetzt die Dünen an und dann gucken wir mal, was wird. Alles klar. So, wir nähern uns, wow, den Dünen. Die Dünen von Maspalomas. So, wir kämpfen uns gerade die Dünen hoch. Bergauf ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Oh. Oi! Irre! Oben auf der Düne, ha? Servus. So, jetzt geht's in die Berge rauf nach St. Bartholomä. Man merkt schon, es ist sehr eng und die Straße windet sich immer weiter den Berg hoch. Schneidest du mal eine runter, oder? Ich will erstmal wissen, ob man die Jawohl. Super. Gut. So, wir machen jetzt Probe aufs Exempel, ob die Kathetenfeige. Ui, ist die rot. Oh. So, und jetzt kann man die eigentlich so rausdrücken und dann einfach mal abbeißen, oder? Soll ich probieren? Ja. Hast du da? Ja, dann. Gerne erlebst. Ja, werden wir sehen. Okay. Also dann eine gute. Einen guten Appetit. Wow. Ja, schmeckt. Aber ganz schön farbintensiv, das Ding. Ja. Vorsicht, deine Hose. Ich sehe es jetzt schon. Möchtest du mein Messer was rausschütteln? Hast du auch auf der Zunge so? Nee? Also
Also ich habe herausgefunden, dass es die Schwarzdorn-Kaktusfeige ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber sah auf den Bildern gleich aus, also denke ich ja. Passt. Ja, wir haben jetzt die leckere Kaktusfrucht gerade gegessen und jetzt haben wir mal im Nachgang gegoogelt, ob die überhaupt essbar ist. Ja, lieber später als nie, ne? Das ist die Frucht der Opuntia. Und hier steht dort, dass sie eben von gelb bis orange oder eben rotes Fruchtfleisch hat, süß-säuerlichen Geschmack hat und roh oder als Marmelade verarbeitet gegessen werden kann. Also, nur zu empfehlen. Ja, ich habe jetzt zwar einen Stachel auf dem Mund, beziehungsweise auf der Zunge, aber es tut nicht weh und jetzt. Aber hat geschmeckt, also von dem her kann ich nur weiterempfehlen. Alles klar. Ja, der Stefan ist operiert. Ich glaube, ich zeig mal, vielleicht sieht man das, da ist vorne der Stachel, den hat er mit auf der Zunge gehabt. Mensch, wie gut, dass man ein Schweizer Taschenmesser dabei hat mit Pinzette, Operation überlebt. Jetzt hoffen wir nur, dass du die Frucht nur überlebst. Ja. Also. Die bewundere ich. Ja, die Viecher. Ja. Wahnsinn. Wie sie sich hier hochkämpfen. Das ist jetzt ein kleines Dorf mitten im Grund. Da wachsen so Riesenpalmen. Klar, weil sich hier das Wasser sammelt. Auch schon irre, die Vegetation ist so richtig, wie sagt man dazu? Orientalisch. So, das sind jetzt Aloe Vera Pflanzen. So schauen die aus. Weil die wohl irgendwelche Säfte enthalten, die für Sonnenbrand zum Beispiel, höre ich gerade, dienen. Oder für sonstige Beschwerden. Und das ist jetzt hier mal so eine Farm. Ist das Gel? So, die Michaela zeigt es uns gerade. Was ist das? Das ist jetzt eben, da haben sie hier so eine Aloe Vera, so einen Arm abgeschnitten und dann macht man hier innen drin auf und da drin ist das Gel. Seht ihr das? Ja. Der Schleim da? Ja, das kannst du jetzt nehmen. Das ist das Aloe Vera. Wenn du jetzt irgendwo was hast an der Haut, kannst du es eigentlich gleich direkt. Geh mal her und mach mal Kannst ab. gleich direkt hintun. Das fühlt sich kühl und schleimig das an. ist auch kühl, ist kühl, wenn es jetzt irgendwo. Ganz schleimig. Ist aber nicht schleimig. Deshalb, Okay, Also- nochmal. es klebt nicht. Ganz hier richtig. Oh, das ist wie das, was aus der Nase im Winter kommt. Geil. Aber ja. Ich glaube, jetzt müssen wir shoppen. Und zwar gibt es hier so einen Tankstopp für Aloe Vera Produkte. Tankstopp. Michaela hat gerade einen Stachel reingehaut, ist in der Piste reingedonnert, mit angezogener Handbremse, hat einen U-Turn gemacht. Aber wir lassen uns positiv überraschen hier, oder? Ja. Vielleicht schaffen wir es, dass es nicht nochmal passiert, dass wir den U-Turn machen. Ja. Bei uns Motorradfahrer würde man sagen, das war eine Försterwende, aber das hat sie gut hinbekommen. Oh, jetzt glaube ich. Jetzt marschiert sie zum Auto und holt einen Geldbeutel. Oh. Michaela ist jetzt. Alright, so now just rub it like this Yes, and then smell it. smell it. Riechen. Oh, yes, now it's opening up, eh? Oh. Ist gut? Give it a try. Oh, super. Boah, wenn ihr riechen könntet, wenn die GoPro Geschmacksnerven hätte, ich sag's euch. Boah, das ist so angenehm. Wirklich. Das ist wie Quaperup in Schleimform. Echt. So, wir haben jetzt gerade einen Probierbecher bekommen. Okay, wird schon schmecken. Also, Was ist denn das? Schau mal hin. ist voll schleimig. So schleimig. Und wenn man sich überlegt, das ist alles nur aus diesen Pflanzen hier. So unscheinbar. Und das wächst hier im Lavatal.
oben auf der Passhöhe. Wir müssen nachher wieder, also das Tal müssen wir runter und von da sind wir gekommen. Ah, was hört man denn schon wieder vom Weiten hier am Boxer? 1250er. Ja. Richtige Revier hier für Sie. So, unser kleines Mietauto. Ein Audi A1. Ja, der hat schon ein bisschen leiden müssen. Der hat schon ein paar Kratzerle links und rechts und unten. Aber nicht für uns. Nein. Nach 17.000 Kilometern ist er schon etwas ramponiert. Hier, hier vorne an der Schürze, da hat er Streifen drin. Da hat er Streifen. Ich weiß gar nicht, wie man hier Streifen reinkriegen kann. Naja. Er muss halt jeden fahren. So, wir sind jetzt in der Stadt Arucas. Da soll es eine schöne Kathedrale geben, die sieht man schon hinter mir. Das war jetzt ein richtiger Kampf hier. Könnt ihr euch vorstellen, hier ist der öffentliche Parkplatz. Das Schöne ist, alles kostet nichts, also frei. Aber der Nachteil, es ist entsprechend voll. Und wir haben jetzt hier uns durchgefeitet und haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde nach dem Parkplatz gesucht und yes! Die Kathedrale war leider geschlossen. Daher gibt es nur ein paar Bilder von außen und einen kleinen Trost im Süßigkeitenladen. Lauter Leckereien hier. In der Probierküche. Habt schon alles durchprobiert? So Leute, wenn euch das bisher gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und ein Abo und checkt auf jeden Fall unser Instagram ab, das heißt genauso wie unser YouTube-Name, Two Wheels for Adventure. Ja, weiter geht's mit dem Video.
So, kleiner botanischer Garten in Arucas. Nicht ausgeschildert. Irgendwie ging es jetzt gerade auf kleinen Wegen hierher. Jetzt schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Da oben hockt da einer. Hier ist ein kleiner stacheliger Baum. Da klettert man bestimmt nicht freiwillig hoch. Hier ist wieder so ein Stachelbaum. So, mega windig, aber wir wollten mal die Brandung, die volle Brandung euch. Oh, fetzig. Shit. Also die Bohrinseln da draußen sieht man jetzt gleich nicht mehr. Ich denke, da wird sich ordentlich was zusammenbrauen da draußen. Boah, das knallt mega. Das kommt davon, wenn man zu nah an die Brandung geht. Meine Hose, mein T-Shirt, knalle nass. Boah, und jetzt kommt der Sturm. Also, dranbleiben, es lohnt sich wie immer. Ins gesicherte Auto gerettet. Schau mal, wie wir ausschauen, hey. Oh. So schaut es hier aus, rote Flagge. Ich denke, das hat irgendwas zu bedeuten. Wir schwimmen schon im Auto. Ja, voll der Sturm. So, hier ist jetzt dieser Canyon. Da parkt man jetzt so geschlampert hier am Straßenrand. Da müssen wir nämlich jetzt da runter gehen. Touristisch noch nicht erschlossen halten können. Ja, da sieht man die Leute, da gehen wir jetzt runter. So, Einstieg.
Das war jetzt der Wanderweg in die kleine Canyon-Schlucht. Sehr schön. Jetzt kommen aber zusehends mehr Leute. Ja, das war jetzt genau der richtige Augenblick, um da zu sein. Schöne Bildaufnahmen gemacht. Und jetzt geht es ein bisschen hier den Wanderweg wieder zum Auto hoch. So, wir besuchen jetzt ein Tal, wo es Höhlenwohnungen geben soll. So, hier ist ein kleiner Rundwanderweg durch das Höhlendorf. Und da sieht man, hier unten wohnen sogar noch ein paar Leutchen. Ja, das ist doch gemütlich hier. Und der Pizzaofen ist auch schon da, schau her. So, jetzt sind wir in so einer kleinen Höhlenwohnung von einer Dame. Da dürfte man mal reinschauen. Da waren wir jetzt gerade drin in der Höhlenwohnung. Sehr freundlich, da dürfte man gerade reinschauen. So, wir sind jetzt noch mal ein paar Meterchen in dem Dorf unterwegs. Echt nett hier. Das Angenehme ist, es sind zwar so ein paar vereinzelte Touris unterwegs, so wie wir, aber keine Busse. Ja? Jetzt durfte man mal, wie gesagt, bei der alten Dame ins Schlafzimmer schauen. Ja, ein paar Eurochen in die Kasse gegeben. Mei. Kann man halten davon, was man will, aber ich denke, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sanfter Tourismus. Und auch so ein Bändchen gekauft für 2 Euro, also nichts Unverschämtes, oder? Nö. Ich glaube, das kann man schon verschmerzen, oder? Absolut. Weil hier gibt es keine Bushaltestellen, keine großen Tourismusströme. Und von dem her schauen wir uns das jetzt einfach nochmal so ein bisschen auf eigene Faust hier an. Endlich mal ein Eidechserl. Man muss schon dreimal hinschauen, bis man es sieht. Das ist wie so ein übergroßer botanischer, herrlicher Garten. Tolle Bepflanzung. Also ich mag das total gern hier. Schaut euch das mal an, solche Steinpflanzen. Hier sieht man nochmal auf dieses Höhlendorf. Herrlicher Blick hier aufs Tal. 0,0 Touris unterwegs außer uns. Wir haben einen neuen kleinen Freund gefunden. Jetzt bewegt er sich, jetzt sieht man ihn. So, hier am Restaurant haben wir jetzt hinter Gittern eine Felsenkirche entdeckt. Ja, wir haben einen neuen, hoffentlich Rundweg entdeckt, an den Höhlenwohnungen entlang. Ist zwar nichts ausgeschildert hier, aber schaut nach Weg aus. Also, das ist ein Mandelbaum.
Die Grünen sind noch nicht so weit. Und da kommt dann der Herr Aldi und knackt die hier, oder? Im Urlaub. Und packt die in Tüten ein. Genau. Okay. Da sind die Mandeln drin. Ja, gut. Und die schmeckt erst, also der Herr hat es vorhin probiert, war dann ganz bitter. Ich schätze mal, die schmecken wahrscheinlich wirklich erst, wenn es röstet, gehe ich mal davon aus. Oder er hat eine schlechte erwischt. Wie viele Hüllen hatten das Ich habe Ding? keine Ahnung. Guck mal. Also das, was ihr im Supermarkt für 79 Cent in der Tüte kauft, muss erst mühsam entkernt werden. Schmeckt jetzt, finde ich, nicht nach einem Mandel, aber halt nach einer Nuss. Okay, wieder was gelernt. Mhm. Das ist hier so ein Tourismus-Ferienwohnungshaus. Ah ja, und bei der Internetadresse, da kannst du Glück haben, wenn du dich nicht verschreibst. Die leckeren Kakteenfeigen sind das. Die haben bloß die schmecken lecker, haben wir ja getestet. Haben nur den Nachteil, dass sie etwas stachelig sind an der Haut. Die manchmal wo landen? Könnten auf der Zunge landen. Könnten auf der Zunge landen. Schnuckliger kleiner Souvenirladen, auch das muss mal sein in einer Höhle. Fällt mir so gut. Na, was gab es jetzt im Souvenirladen? Verschiedenes. Also einmal Aloe Vera Creme oder Kühlgel. Hilft bei Sonnenbrand, die verschiedensten Bewegchen. Dann habe ich mir eine Ohrringe mitgenommen. Dann gab es Marmelade aus der Region, Banane und diese Kaktusfeige. Ohne Stachel. Ohne Stachel. Wir sind jetzt hier in diesem Schluchttal mit den Felsenwohnungen und hier geht jetzt um diesen Stock rum. Hier so ein kleiner, schöner Wanderweg. Herrlich. Hier fahren sogar mit Aussichtsplattform und vor allen Dingen das Schöne ist, seht ihr selber, 0 Touris. So, was war dein bisheriges Highlight auf dieser ganzen Reise? Ja, Highlight hier auf Gran Canaria war unter anderem das heute hier, dieses Höhlendorf und gestern diese Schlucht. Man muss sagen, das ist erstaunlicherweise, zumindest mal für uns, noch wenig, also wir hatten wenig touristisch erschlossen. Fand ich gut, keine Busse. Klar, man muss zur richtigen Tageszeit kommen, aber so wie jetzt ist irgendwie mittags kein Mensch hier. Echt klasse. Cool. Und sonst, wie hattet ihr Glück mit dem Wetter? Ja, Wetter ist hier auf Gran Canaria natürlich top. Es gibt, haben wir schon festgestellt, hier so drei Klimazonen. Der Norden ist eher nass und grün. Wir sind jetzt hier in der Mitte, das ist so ein bisschen durchwachsen und nicht so warm und nicht so kalt. Und den Süden, Maspalomas, sehr heiß. Ja, was heißt sehr? Aber heiß. Aber da tummeln sich halt auch die meisten Touristen in den Bettenburgen. Okay, was war denn, würdest du sagen, dass die Preise hier teurer sind als zum Beispiel in Deutschland? Die Preise für Lebensmittel sind ungefähr gleich, kann man sagen. Wundert mich, weil es muss ja alles irgendwie auf die Insel gebracht werden. Also das war völlig okay. Essen gehen ist so ein bisschen teurer. Wir sind jetzt in Arinaga, in so einem kleinen Ferienort. Allerdings wenig Deutsche, eigentlich hauptsächlich Spanier, wie wir meinen. Essen ist so ein bisschen teurer. Zu dritt haben wir jetzt immer so 60 € bezahlt. Ja, genau. Cool. Und wenn du jetzt halt eine Sache unseren Zuschauern vorschlagen müsstest, wenn sie irgendeine Sache hier sehen müssten, was wäre es? Also auf jeden Fall einen Mietwagen, würde ich sagen, muss man sich nehmen, damit man hier auch mobil ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Mittelteil der Insel zu erkunden, auch wenn man ein bisschen Wanderlust hat. Optimales Revier, ihr habt es ja vorhin selber gesehen, die Vegetation ist klasse, die Wanderwege sind gut ausgeschildert, also einfach hier ein bisschen baden an der Küste, aber dann auch ins Gran Canaria hat auch Inland und da kann man ganz schnell auch den Touristenström hier entfliehen. Toll. Und würdest du nochmal hierher kommen auf die Insel? Definitiv ja. Okay. Ich würde da auf jeden Fall nochmal herkommen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir heimkommen. Wir haben noch keinen Flug gebucht. Morgen soll ein Flieger gehen nach Deutschland. Mal schauen, ob wir da mit dabei sind. Aber prinzipiell würde ich jederzeit wieder hier nach Gran Canaria kommen. Genau. Okay, toll. Dankeschön. Alles klar, gerne. Also gerade für Wanderfreunde tolles Revier hier.
So, das war jetzt der Ausflug in das Höhlental. Richtig cool war es. Hat uns gut gefallen. So, und jetzt geht's zum Auto zurück zum Revier. Letzter Ferientag. Noch anmerkend zum Review von vorhin, was das Thema Unterkünfte angeht. Wir haben eine Ferienwohnung hier gebucht, und zwar just last minute, sogar noch am Flughafen von München abgehend. Wir haben jetzt für 5 Tage bezahlt 750 €, ist nicht ganz günstig, aber die Ferienwohnung ist klasse. 2 Schlafzimmer, Küche, riesen Wohnbereich, Blick aufs Meer. Ja, ich denke, das war jetzt noch mal kurz eine zusätzliche Info, die wir einfach geben wollten. Bevor der Flieger geht, noch einen kleinen Ausflug auf die Klippen. Sehr scharfkantige Lavasteine. So, wir sind jetzt hier oben auf der Raucherterrasse. Dafür gibt es hier oben auf der Terrasse jetzt ein schönes Plätzchen, schönes Bänkchen, und ja, wir werden uns jetzt einen Kaffee gönnen und hier so ein bisschen auf den Flieger warten, der uns hoffentlich mitnimmt. Hoffentlich deswegen, weil wir haben ein Standby-Ticket, das heißt also nur wenn was frei ist, kommen wir mit drauf. So, noch ein paar Minuten, dann landet der Flieger. Gerade herein, die Condor im Landeanflug auf Las Palmas. Ja, und wenn wir Glück haben, steigen wir da auch gleich ein. Ja, blödes Gefühl. Die ganzen Leute hier, die checken ein zum Flieger und wir wissen nicht, ob wir mitkommen. Spannung steigt. Jetzt gab es gerade eine Ansage von den Damen. Ja, also wir gucken jetzt mal, wir gehen jetzt schnell uns jetzt mit an. Und die meinte, sie sagt uns dann die Sitznummer, dass wir mitkommen. Ob das so stimmt, schauen wir mal, aber auch was. Ich glaube, bei uns ist alle der Puls relativ hoch und wir haben alle weiche Knie. Hey, wie geht's dir? Ich bin erst beruhigt, wenn wir hier durchgehen, alle. So, wir stehen jetzt hier am Schalter. Also ist jetzt halt offiziell, wir wurden akzeptiert. Wir müssen jetzt noch so ungefähr 5 Minuten auf den Rückruf warten. Und dann erfahren wir unsere Sitznummer, aber wir sind dabei. Zwei sind sicher. Okay, wir sind jetzt gerade durchgelassen worden. Wir sind ganz alleine. Alle. Okay, die letzten an Bord. Being shown on Pulverstop type to unfasten the bed, simply lift up the buckle. So, liebe Leute, München hat uns wieder. Wir sind nach tollen 4 Stunden Flug jetzt wieder zurück angekommen. Kann man nur sagen, top, war super, hat uns allen Spaß gemacht. Condor, we like you. So ist Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.